Sieht meine sehr dumm aus? Nein, meiner? Okay. Ja. Du musst anfangen. Hallo, wir sind Sönke und Lea und wir reisen um die Welt. In diesem Video geht es um die 3 Städte Vancouver, Victoria auf Vancouver Island und Seattle. Im letzten Video sind wir nach unserem Roadtrip durch die Canadian Rockies in Vancouver angekommen und haben uns mit Brian an der English Bay getroffen, pünktlich zum Sonnenuntergang. Da haben wir uns danach dann noch mit Couchsurfern getroffen, bei denen wir netterweise für die 2 Nächte schlafen konnten. Wir hatten richtig Glück, weil Vancouver eine flächenmäßig große Stadt ist und man sehr viele Couchsurfer findet, die außerhalb der Innenstadt wohnen. Aber dass wir wirklich jemanden downtown gefunden haben und ein ganz nettes Pärchen, das war richtig Glück. Ja. Ja, am nächsten Morgen sind Sönke und ich alleine erstmal los, haben einen Spaziergang am Falls Creek gemacht. Sönke hat sich einen Kaffee geholt auf Granville Island und wir haben noch Frühstück gegessen. Auf Granville Island sind viele Möwen unterwegs, die einem das Essen wegklauen wollen. Und auf einmal ist da so eine Frau vorbeigegangen, die einen Adler auf dem Arm hatte. Ich glaube, das war ein Falke, oder? Ja, Falke. Der dann zur Abschreckung war. Und dann sind die Möwen auch wirklich alle sofort abgezischt. Granville Island ist auf jeden Fall mein Favorite in Vancouver, weil es da einfach sehr viele künstlerische Läden gibt und den Market und einfach einen schönen Ausblick. Dann sind wir durch die Innenstadt zurückgelaufen zu unseren Couchsurfern. Und sind mit denen dann zusammen zum Kitsilano Beach gefahren, haben mit denen nochmal einen Spaziergang gemacht, uns richtig gut unterhalten, die waren richtig lustig und es hat sehr viel Spaß gemacht. Dann haben wir uns mit Brian verabredet und sind essen gegangen und abends noch über die Davie Street einfach gelaufen und er hat viel uns erzählt und wir haben von unserem Roadtrip erzählt. Es war auch unser letzter Abend mit Brian, nachdem wir ihn wirklich 3 Wochen um uns hatten, entweder in Edmonton, in Yellowknife oder per Auto dann auf unserem Roadtrip. Und deswegen hieß es dann schon Abschied sagen. Am nächsten Morgen sind wir dann nochmal zu Denny's gefahren und haben ihn eingeladen. Und dann sind wir noch zur Fähre gemeinsam gefahren und haben uns dort dann letztendlich wirklich verabschiedet. Die Überfahrt nach Vancouver Island war sehr windig, aber auch sehr schön, weil man an so vielen kleinen Inseln vorbeifährt und so. Also es ist wirklich eine grandiose Landschaft. Mir sind viele nostalgische Gefühle gekommen, weil ich vor 5 Jahren mal ein Praktikum auf Vancouver Island gemacht habe und genau am Fährenterminal gelebt hatte. Und es war sehr cool, wieder zurückzukommen. Dann wurden wir von Diana abgeholt, eine Bekannte von meiner Arbeit. Und sie hat uns zum Mile Zero des Trans-Canada Highways gebracht. Eigentlich wollten wir das letzte Stück noch mal trampen, aber wir haben uns dann so geeinigt, dass sie uns praktisch gefunden und mitgenommen hat. Und dann haben wir unseren kompletten Trans-Canada-Trip, unsere Challenge
doch dann geschafft. Doch Zwar nicht komplett mit Trampen, aber trotzdem durchgezogen. Auch nicht komplett ohne Geld ausgeben, aber wir waren sehr, sehr zufrieden und können von uns behaupten, einmal durch ganz Kanada getrampt zu sein. Ja, getrampt wir nicht. Doch. Dann haben wir noch mit Diana Fish and Chips auf der Fisherman's Wharf in Victoria gegessen. Dann sind wir noch mal alleine weitergegangen auf eigene Faust und haben uns den Hafen genauer angeschaut, das Parlament, Pferde davor, Pferdekutschen. Dann sind wir durch die Innenstadt gegangen, in ein paar Läden rein. Und haben unsere Tour im Chinatown in der Fenton Alley beendet. Dann sind wir mit dem Bus zurück zu Dianas Haus und haben mit ihrem Mann gemeinsam noch einen schönen Abend verbracht mit ein bisschen Wein. Am nächsten Tag haben wir uns mit einem Bekannten von mir getroffen aus Victoria, und zwar mit Michel. Das ist ein Couchsurfer, bei dem ich vor 2 Jahren mal untergekommen bin. Und es war sehr schön, ihn wieder zu treffen. Er läuft auch gerne Marathons, hat uns ein paar Tipps gegeben. Wenn wir dann irgendwann mal das Training starten sollten. Im besten Fall gar nicht. Und dann sind wir wieder zu Diana und mit ihr zusammen sind wir in den Butchers Garden gefahren. Es ist ein privat angelegter Park, der relativ groß ist und sehr vielfältig und richtig schön angelegt ist. Also ich würde sagen, ich war noch nie in so einem schönen Park wie in dem. Also ich kann ihn nur empfehlen. Es gab verschiedene Themen, vom italienischen Garten über den japanischen Garten, Rosengarten und dein Favorite, das Hidden Valley. Nee, ich glaube, das hieß Der Hidden Garden. Hidden. Das war irgendwie so Lowered Garden, also irgendwie so. Wir schreiben das rein. Ja. Geendet hat das alles dann in einer High-Tea-Session. Ich wusste überhaupt nicht, was das war. Und er hat mir irgendwas mit halluzigenen Teezeremonien vorgestellt. Am Ende war es eine alte englische Art, Tee zu trinken und ein bisschen was dabei zu essen. Ja. Und es war sehr, sehr delikat und außergewöhnlich. Und wir haben uns dann noch das Special bestellt mit dem Alkohol dazu. Und es hat uns sehr, sehr, sehr geschmeckt. Und Diana hatte, glaube ich, auch eine sehr gute Zeit. Dieser Tag war dann auch schon unser letzter kompletter Tag in Kanada leider. Wir haben es dann nochmal geschafft, einen Briefkasten zu finden und haben unsere ganzen Postkarten eingesteckt. Dann sind wir noch kurz spazieren gegangen, in der Hoffnung, den Sonnenuntergang zu sehen, was wir nicht gemacht haben. Stattdessen sind wir im Dunkeln zurückgetapst und haben den Abend dann mit Diana und Alf mit der Planung verbracht für unsere bevorstehende USA-Reise. Die waren selber schon mal dort und haben uns viele Fotos gezeigt und uns 2 Maps mitgegeben, die wir dann sehr gut nutzen konnten. Wir haben in der kurzen Zeit Diana ans Herz geschlossen und es war dann nach 2,5 Tagen dann doch schon wieder ziemlich emotional Tschüss zu sagen. Aber so ist das leider auf unserer Reise. Leute kommen und gehen und man wünscht sich manchmal, man kann länger bleiben, aber dann kann man leider nicht die ganze Welt sehen. Am nächsten Morgen haben wir dann die Fähre nach Port Angeles genommen. Das ist nicht direkt in Seattle. Aber der Grund war, dass die Fähre direkt nach Seattle, die war uns viel zu teuer. Und die ist am Abend zuvor gefahren, wo wir dann kaum Zeit in Victoria gehabt hätten. Also haben wir uns dann für die Fähre nach Port Angeles entschieden. Aber es gab noch einen Minus. Und zwar fuhren keine Busse von Port Angeles nach Seattle. Erst irgendwie 5 Stunden, nachdem wir mit der Fähre angekommen sind. Die Überfahrt war extrem schön. Das Boot war relativ alt oder so auf alt gemacht und hatte ein ganz cooles Flair. Aber besonders war halt dieses Wasser, ich glaube, das heißt die Juan de Fuca Strait. Und es war einfach spiegelglattes Wasser.
eigentlich auch relativ warm und einfach so schön, da durch das Wasser zu schneiden und die Olympic Mountains am Horizont zu sehen und immer näher zu kommen. Ja, kein Bus fuhr, also blieb uns nur übrig, noch einmal das Letzte zu tun, was wir am besten tun können, und zwar zu trampen. Das hat dann aber nicht geklappt, direkt von der Fähre. Nee. In Kanada hatten wir immer das Glück, wenn wir mit einer Fähre gefahren sind, dass irgendein Autofahrer von der Fähre uns letztendlich noch mitgenommen hat. Diesmal mit den Daumen rausgestreckt. Alle Autos von der Fähre sind an uns vorbeigefahren. Niemand hat angehalten. Oder die angehalten haben, sind in die falsche Richtung gefahren. Also sind wir ein bisschen weitergelaufen aus der Stadt raus und da hat dann niemand angehalten. Ja, es war ein jüngerer Typ, ein bisschen älter als wir, mit so einem relativ alten Pickup. Und ja, wir hatten eine interessante politische Diskussion. Er schien wohl ein Trump-Supporter zu sein. Und das war natürlich meine Chance, ihn mal ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Habe ihn ein paar Sachen gefragt und hinterfragt, die er meiner Einschätzung nach nicht so gut beantworten konnte, dass sie mich zufrieden hat stellen können. Aber es war trotzdem interessant zu merken, was seine Punkte sind, die aber sehr, sehr viel mit Verschwörung und alle sind gegen ihn und Trump ist der einzige Ausweg zu sein scheint. Ja, nachdem wir eine halbe Stunde mitgenommen worden sind, wurden wir wieder abgesetzt, haben gewartet und dann hat ein Hippiebus angehalten und uns mitgenommen. Es war ein junger Reisender wie wir, der alle Nationalparks in den USA abklappern möchte. Ja, dann hat er uns eine Stunde vor Seattle rausgelassen und dann kam, glaube ich, der spannendste Ride. Wir standen dann noch so irgendwie auf der Einfahrt und da hielt das nächste Auto eigentlich viel zu klein und hinten war auch schon wieder alles voll und wir dachten schon so, es wird ziemlich eng, und dann haben wir uns da hinten hingesetzt und unsere Backpacks halbwegs auf dem Schoß. Und die beiden konnten gar kein Englisch und nur Spanisch und es waren wohl Mexikaner. Und dann haben wir angefangen, über Google Translate zu kommunizieren und hatten trotzdem eine sehr interessante Konversation. Es stellte sich heraus, dass sie anscheinend nicht ganz legal in den USA sind und immer ein bisschen auf der Hut. Und es war auch sehr interessant zu hören, wie sie das Leben in den USA einschätzen, ihre Chancen und warum sie da überhaupt hingefahren sind. Ja, und natürlich mega Dank, dass die Leute, die vielleicht am wenigsten zu teilen haben, uns dann aber auch wirklich mitnehmen und bis an die Fähre nach Seattle gebracht haben. Ja. Von den beiden wurden wir dann an der zweiten Fähre für den Tag rausgelassen. Dort war eine mega lange Schlange an Foot-Passengern, da man mit der Fähre dann direkt in Seattle rausgelassen wird. Die ist sogar umsonst gewesen und man war dann direkt im Zentrum. Als wir es dann auf die Fähre geschafft haben, war der Blick nach Seattle wirklich richtig, richtig nice. Ja. Dann ist man direkt an den Piers rausgelassen worden. Leider hatten wir nicht so super viel Zeit, weil wir erst trampen mussten und dann doch erst ein bisschen später als geplant in Seattle ankamen. Dann sind wir zum Hostel gelatscht, den Berg hoch. Seattle ist leider ein bisschen bergig. Haben den Backpack im Hostel abgestellt, wo wir zwar nicht übernachten, aber man kennt unseren Hosteltrick. Und sind dann zum Public Market. Ja, da ganz in der Nähe war auch der erste Starbucks-Laden. Da waren wir natürlich dann auch. Die Schlange war mega lang. Wir haben uns erst angestellt, haben es dann aber gelassen, weil es sich kaum vorwärts bewegt hat. Aber der Tipp ist dann, kurz bevor sie schließen, noch mal hinzugehen. Es war schon dunkel und wir waren eine Stunde vor Ladenschluss da. Und es waren 2 Leute vor uns, dann sind wir direkt rangekommen. Dann haben wir uns noch die Kaugummigasse angeschaut, ein bisschen widerlich. Ja. Und sind dann noch mal runter zum Pier, pünktlich zum Sonnenuntergang und haben da wirklich noch mal die Sonne genossen und unseren letzten Abend an der Küste, bevor es dann am nächsten Tag weiterging. Ja, dann sind wir über den Central Business District weitergegangen, haben dann noch gegessen und haben uns ganz spät abends dann noch die Space Needle angeschaut. Na, aber nicht oben, sondern natürlich hier unten. Wir sind ja immerhin noch Backpacker, ohne viel Budget. Lea wollte dann, dass ich mir Socken kaufe. Habe ich dann doch nicht gemacht. Und dann sind wir abends mit der Light Rail zur Uni, zur University of Washington. Das ist ein eigenes Viertel
ein bisschen nördlicher, wo die ganzen Studenten leben und die ganzen Fakultäten sind. Aber uns wurde auch gesagt, dass da mittlerweile ganz viele andere Leute leben, weil das hip und trendy und günstig ist. Mittlerweile ist es dann aber auch nicht mehr so günstig. Ja, da haben wir dann in der Bar auf unseren Couchsurfing-Host gewartet. Als er dann kam, war schon relativ spät. Wir sind direkt zu ihm gefahren, haben uns dann noch sehr gut mit ihm unterhalten. Er hat uns einiges über Seattle erzählt und darüber, wie es so ist, wenn man da lebt. Und dann sind wir ziemlich müde ins Bett gefallen. Ja, wir sind am Ende. Der obligatorische Verweis auf den Blog steht hier. Aber wir wollen heute nicht zu lang nerven und sagen Tschüss. Tschüss. Ah.